Hallo, willkommen auf unserem Kanal, der dir hilft, die deutsche Sprache mit Podcasts zu lernen. Wenn dir dieses Video gefällt, vergiss bitte nicht, einen Like dazulassen, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Wenn dir das Video doch nicht gefällt, kannst du später immer noch einen Daumen nach unten geben. Auf diesem Kanal findest du viele nützliche Inhalte für dein Deutschlernen. Viele Menschen haben Angst, auf einer fremden Sprache zu sprechen. Das ist völlig normal. Die Angst, Fehler zu machen oder nicht verstanden zu werden, begleitet fast jeden am Anfang. Besonders, wenn man noch nicht viele Wörter kennt oder die Grammatik noch unsicher ist. Man denkt oft, was, wenn ich etwas Falsches sage? Oder was, wenn die andere Person lacht oder mich nicht versteht? Diese Gedanken blockieren uns. Aber wichtig ist zu wissen, diese Angst haben fast alle, die eine Sprache lernen. Sprachenlernen ist wie ein Abenteuer. Es ist nicht perfekt. Es ist chaotisch, manchmal peinlich, aber auch sehr befreiend. Fehler gehören dazu. Sogar Muttersprachler machen Fehler. Niemand erwartet von einem Lernenden, dass er perfekt spricht. Der erste Schritt zur Besserung ist Akzeptanz. Wenn man akzeptiert, dass Fehler normal sind, fühlt man sich freier. Dann kann man auch mutiger werden. Und Mut ist wichtiger als Grammatikregeln. Was hilft noch? Positive Erfahrungen. Wenn du auch nur ein kurzes Gespräch erfolgreich geführt hast, stärkt das dein Selbstbewusstsein. Diese kleinen Erfolge zeigen dir, ich kann das. Und du wirst merken, mit jedem Gespräch wird es leichter. Viele Menschen denken, sie müssen erst alles lernen, bevor sie sprechen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man lernt am besten beim Sprechen. Wenn du trotzdem unsicher bist, helfen dir bestimmte Techniken, um zu kommunizieren, auch wenn dir das perfekte Wort fehlt. Eine sehr effektive Methode ist das sogenannte Umschreiben oder die Arbeit mit Ersatzphrasen. Das bedeutet, du musst nicht das genaue Wort kennen. Du kannst es anders beschreiben. Zum Beispiel, wenn du das Wort Regenschirm nicht kennst, kannst du sagen, das Ding, das man benutzt, wenn es regnet. Die meisten Leute verstehen sofort, was du meinst. Diese Technik funktioniert in fast jeder Situation. Wichtig ist nur, ruhig zu bleiben und kreativ zu denken. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt das Wort für Zitrone nicht weißt, kannst du sagen, diese gelbe Frucht, die sauer ist. Oder wenn du den Ausdruck Staubsauger vergessen hast, versuche das elektrische Gerät, das man zum Reinigen des Bodens benutzt. Das erfordert etwas Übung, aber es lohnt sich. Denn durch diese Art zu sprechen, bleibst du im Gespräch. Du stoppst nicht. Und genau das ist entscheidend. Nicht aufgeben, wenn dir ein Wort fehlt. Denk daran, Kommunikation ist mehr als nur perfekte Grammatik. Es geht um Verstehen und verstanden werden. Und das klappt oft besser mit einfachen Mitteln, als man denkt. Ein weiterer Tipp: Lerne bestimmte Ersatzphrasen, die du oft brauchst. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber es ist ähnlich wie, ich meine das Ding, das. Diese Phrasen helfen dir, Zeit zu gewinnen und trotzdem weiterzureden. Außerdem zeigen sie deinem Gesprächspartner, dass du dein Bestes gibst. Das wird fast immer positiv aufgenommen. Du kannst dir auch ein kleines Notizbuch machen oder in deinem Handy eine Liste mit Ersatzphrasen speichern. Wenn du regelmäßig mit solchen Ausdrücken übst, wirst du immer sicherer. Es geht nicht darum, perfekt zu sprechen. Es geht darum, flüssig und mutig zu sprechen, auch mit Fehlern und auch ohne alle Wörter zu kennen. Ein Trick, den viele Sprachanfänger nutzen: Körpersprache. Zeigen, deuten, mit den Händen helfen. Das ist völlig in Ordnung. Kommunikation ist auch nonverbal. Zeig mit dem Finger auf das, was du meinst, mach Gesten oder Geräusche, die helfen. In einem Restaurant kannst du einfach auf das Gericht auf der Karte zeigen, wenn du nicht sicher bist, wie man es ausspricht. Oder im Geschäft kannst du mit einem Lächeln zeigen, was du brauchst. Das macht dich sympathisch und entspannt viele Situationen. Wichtig ist auch, stell dir vorher kleine Szenarien vor. Überlege dir zum Beispiel, was könnte man mich im Laden fragen? Oder wie erkläre ich einem Arzt mein Problem, wenn mir ein Wort fehlt? Übe das laut, auch allein. Spiel die Situation durch. Wenn du sie dann im echten Leben erlebst, hast du schon ein wenig Übung. Ein weiterer hilfreicher Tipp: Wenn du das Wort auf Deutsch nicht weißt, kannst du kurz fragen, wie sagt man auf Deutsch? Oder du verwendest das Wort aus deiner Sprache, wenn es ähnlich ist. Viele deutsche Muttersprachler verstehen einfache Wörter aus anderen Sprachen, besonders wenn du sie klar aussprichst. Dabei lernst du oft sogar neue Wörter direkt im Gespräch. Diese Techniken machen dich freier.
Du hast dann nicht mehr das Gefühl, dass dir die Sprache im Hals stecken bleibt. Du kannst improvisieren. Und das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, wenn man sich in einer fremden Sprache bewegt. Mit der Zeit wirst du merken, du brauchst gar nicht alle Wörter, du brauchst die Fähigkeit, mit dem, was du hast, weiterzumachen. Doch wie wirst du dabei wirklich sicherer? Wie schaffst du es, nicht nur zu sprechen, sondern auch das Gefühl zu haben, dass du dabei nicht ständig gestresst bist? Darum geht es im nächsten Teil. Ein wichtiger Schritt, um selbstbewusster zu sprechen, ist es, sich regelmäßig kleinen Herausforderungen zu stellen. Wenn du dich täglich ein kleines Ziel setzt, zum Beispiel eine Person zu begrüßen oder im Café selbst die Bestellung aufzugeben, wirst du merken, dass die Angst Stück für Stück kleiner wird. Kleine Schritte sind besser als große Pläne, die man nie umsetzt. Der Alltag bietet viele Gelegenheiten, die du nutzen kannst, ohne dich zu überfordern. Ein weiterer Punkt ist die Haltung. Wenn du selbst denkst, ich kann das nicht, dann wirst du dich automatisch unsicher fühlen. Versuche stattdessen, deine innere Stimme zu verändern. Sag dir, ich lerne, ich wachse, ich darf Fehler machen. Sprich mit dir freundlich, so wie du mit einem Freund sprechen würdest, der gerade Deutsch lernt. Diese positive innere Haltung macht einen großen Unterschied. Ein Trick, den viele nutzen: Schauspielern. Stell dir vor, du spielst eine Rolle. Du bist eine Person, die Deutsch spricht, auch wenn du dich innerlich noch nicht so fühlst. So kannst du dich für den Moment vom Druck befreien und einfach ausprobieren. Viele Menschen berichten, dass ihnen diese Methode hilft, lockerer zu werden. Denn wenn es nur eine Rolle ist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn nicht alles perfekt läuft. Ein weiterer Punkt: Übung in sicherem Umfeld. Sprich mit Menschen, bei denen du dich wohlfühlst. Vielleicht kennst du jemanden, der langsam und geduldig mit dir spricht. Oder du findest eine Sprachpartnerin oder einen Sprachpartner, der selbst eine Fremdsprache lernt und Verständnis hat. In so einem Umfeld kannst du deine ersten Gespräche führen, ohne dich zu schämen. Auch hilfreich: Selbstgespräche. Ja, das klingt komisch, aber es funktioniert. Sprich laut mit dir selbst, wenn du zu Hause bist. Erzähl dir, was du gerade machst, was du denkst, was du morgen vorhast. So gewöhnst du dich daran, Sätze zu bilden. Und du merkst, wo dir Wörter fehlen. Diese Selbstgespräche sind wie Training fürs echte Leben, aber ohne Druck. Sprachaufnahmen sind auch sehr effektiv. Du kannst dich selbst aufnehmen, wenn du etwas erzählst, vielleicht über deinen Tag, deine Meinung zu einem Thema oder eine kleine Geschichte. Danach hörst du es dir an und überlegst, was gut war und was du verbessern könntest. Du wirst schnell merken, wie du Fortschritte machst. Außerdem wird deine Aussprache besser, wenn du dich selbst öfter hörst. Vergiss auch nicht: Körpersprache und Stimme tragen viel zur Kommunikation bei. Wenn du freundlich lächelst, klar und offen sprichst, wirkst du automatisch selbstbewusster, auch wenn du innerlich noch nervös bist. Viele Zuhörer reagieren auf deine Energie und nicht nur auf deine Worte. Wenn du ruhig und entspannt wirkst, fühlen sich auch andere wohl im Gespräch mit dir. Ein weiterer Tipp: Lerne Redewendungen und fertige Sätze, die du oft brauchst. Zum Beispiel Begrüßungen, Dankesworte, Fragen im Alltag oder auch kleine Floskeln wie: Könnten Sie das bitte wiederholen? Oder ich bin noch nicht so gut auf Deutsch, aber ich versuche es. Diese Sätze geben dir Sicherheit und du kannst sie automatisch nutzen, ohne nachdenken zu müssen. Und ganz wichtig: Verzeih dir selbst. Es wird Tage geben, an denen du denkst, heute war ich total schlecht. Aber das gehört dazu. Sprache ist kein Wettkampf. Manchmal klappt es gut, manchmal weniger. Das ist normal. Wichtig ist, dass du dran bleibst, denn jeder Versuch ist ein Schritt nach vorn. Dein Ziel ist nicht Perfektion, sondern Kommunikation. Und die gelingt mit Übung, Geduld und einer großen Portion Freundlichkeit, vor allem mit dir selbst. Wenn du diese Tipps regelmäßig anwendest, wirst du merken, dass du freier und natürlicher sprichst. Du denkst weniger nach, du traust dich mehr und du genießt die Gespräche sogar. Und mit dieser positiven Erfahrung wächst dein Selbstvertrauen ganz von allein. Doch wie findet man eigentlich Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, um regelmäßig zu üben? Darauf gehen wir jetzt ein. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen und echte Gespräche zu üben. Eine der einfachsten ist, im Alltag offen zu sein. Wenn du einkaufen gehst, in der Bäckerei oder im Supermarkt, kannst du kurze Sätze ausprobieren. Ein einfaches Guten Morgen, ich hätte gern oder könnte ich bitte ist ein guter Anfang. Auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, zählt es als echte Praxis.
Eine andere gute Möglichkeit ist der Besuch von Sprachtandems. In vielen Städten gibt es regelmäßige Treffen, bei denen sich Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen treffen, um sich gegenseitig zu helfen. Dort kannst du mit Deutschen sprechen, die vielleicht deine Sprache lernen oder einfach offen sind, dir zu helfen. Du findest solche Angebote online, zum Beispiel auf Plattformen wie Tandem, Meetup oder über Facebook-Gruppen in deiner Stadt. Auch Sprachcafés sind eine tolle Gelegenheit. Diese Veranstaltungen finden oft in Bibliotheken, Kulturzentren oder Sprachschulen statt. Die Atmosphäre ist locker. Man trinkt Kaffee oder Tee und unterhält sich über verschiedene Themen. Viele Menschen kommen genau aus dem gleichen Grund wie du. Sie wollen üben, lernen und neue Leute kennenlernen. Dort kannst du dich sicher fühlen, weil alle Verständnis haben, wenn du noch Fehler machst. Wenn du lieber online übst, gibt es viele Webseiten und Apps, auf denen du Tandempartner oder Gesprächspartner finden kannst. Manche sind kostenlos, andere kosten eine kleine Gebühr. Aber alle bieten dir die Möglichkeit, regelmäßig mit Muttersprachlern zu sprechen, per Chat, Sprachnachricht oder Videoanruf. Das Gute daran ist, dass du jederzeit üben kannst, auch wenn du wenig Zeit hast. Du kannst auch in Kursen oder Workshops gezielt nachfragen, ob jemand Interesse an zusätzlicher Übung hat. Viele Lernende suchen ebenfalls jemanden zum Sprechen. Ihr könnt euch verabreden, euch gegenseitig motivieren und gemeinsam wachsen. Es ist oft einfacher, regelmäßig zu üben, wenn man sich zu zweit oder in einer kleinen Gruppe austauscht. Eine weitere Möglichkeit ist, sich in einem Verein zu engagieren, zum Beispiel beim Sport, im Gartenverein oder bei einem Kulturprojekt. Dort triffst du Menschen, die ähnliche Interessen haben. Durch gemeinsame Aktivitäten fällt das Sprechen oft leichter, weil man ein Thema hat, über das man reden kann. Und du wirst sehen, viele freuen sich, wenn du versuchst, auf Deutsch zu kommunizieren, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Wenn du keine Möglichkeit hast, regelmäßig mit Muttersprachlern zu sprechen, kannst du auch Podcasts hören, Serien mit Untertiteln schauen oder YouTube-Videos nutzen, um dein Hörverstehen zu verbessern. Danach kannst du dir kleine Aufgaben geben, zum Beispiel einen Satz aus dem Video selbst laut zu sagen oder das Gehörte in eigenen Worten zusammenzufassen. Auch das ist ein Schritt in Richtung flüssiger Kommunikation. Manche Menschen schreiben gerne kleine Texte oder Notizen auf Deutsch und schicken sie dann an Tandempartner oder Sprachlehrer, um Feedback zu bekommen. Diese schriftliche Übung hilft auch beim Sprechen, weil du deine Gedanken auf Deutsch formulierst. Wenn du öfter versuchst, auf Deutsch zu denken, fällt es dir später leichter, spontan zu sprechen. Wichtig ist, sei offen, neugierig und freundlich. Du musst nicht perfekt sprechen, um ein gutes Gespräch zu führen. Die meisten Menschen achten mehr auf dein Interesse und deine Energie als auf deine Grammatik. Zeig, dass du lernen willst. Das wird oft positiv aufgenommen. Wenn du regelmäßig mit Muttersprachlern sprichst, auch wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind, wirst du sicherer. Die Sprache wird natürlicher. Du denkst weniger auf deiner Muttersprache und beginnst im Gespräch freier zu reagieren. Doch auch wenn du aktiv sprichst und übst, ist es normal, manchmal Fehler zu machen. Und genau das ist der nächste wichtige Punkt. Warum man keine Angst vor Fehlern haben sollte und wie man diesen Druck loslassen kann. Fehler zu machen gehört zum Lernprozess. Niemand lernt eine Sprache ohne Fehler. Auch Muttersprachler machen ständig Fehler. Beim Sprechen, beim Schreiben, in der Grammatik. Das zeigt, dass Sprache lebendig ist. Wenn du das verstehst, wirst du entspannter. Du musst dich nicht schämen, wenn du etwas falsch aussprichst oder das falsche Wort wählst. Im Gegenteil, wer spricht, obwohl er Fehler macht, hat den Mut zu lernen. Oft haben Menschen Angst, sich zu blamieren oder ausgelacht zu werden. Aber diese Angst ist meistens nur im Kopf. Die Realität sieht anders aus. Viele Deutsche freuen sich, wenn jemand ihre Sprache lernt. Sie wissen, wie schwierig es ist. Wenn du offen zeigst, dass du lernst und versuchst, dich mitzuteilen, bekommst du meistens Unterstützung, kein Lachen. Ein guter Trick ist, sich selbst zu erlauben, Fehler zu machen. Stell dir vor, du wärst dein bester Freund. Würdest du ihn auslachen, wenn er in einer neuen Sprache etwas falsch sagt? Wahrscheinlich nicht. Du würdest ihm Mut machen. Genauso solltest du mit dir selbst umgehen. Jeder Fehler ist eine Chance, etwas Neues zu lernen. Manchmal hilft es auch, sich bewusst Situationen zu suchen, in denen du Fehler machen darfst. Zum Beispiel ein Sprachcafé, ein Tandemtreffen oder eine Online-Übung mit anderen Lernenden.
Dort sind alle in der gleichen Situation. Es gibt keinen Druck, perfekt zu sein. Diese fehlersicheren Räume helfen dir, freier zu sprechen und dich selbst besser kennenzulernen. Ein weiterer Tipp: Wiederhole Situationen, in denen du Fehler gemacht hast. Vielleicht hast du im Restaurant das falsche Wort benutzt oder an der Kasse etwas nicht verstanden. Überlege dir später, wie du es besser sagen könntest. Schreibe es auf oder sprich es noch einmal laut aus. So lernst du aus echten Momenten und wächst daran. Sprache lebt vom Versuch. Wenn du nichts sagst, kann dich niemand verstehen. Wenn du sprichst, hast du die Chance, dich zu verbessern. Darum ist es wichtig, sich nicht zu blockieren. Sprich so viel wie möglich. Höre aktiv zu, wiederhole, was du gehört hast und hab keine Angst vor dem, was noch nicht klappt. Mit der Zeit wirst du merken, je öfter du sprichst, desto weniger denkst du über deine Fehler nach. Dein Fokus wird sich ändern. Vom Ich darf nichts falsch machen zum Ich will verstanden werden. Und das ist der Moment, in dem du wirklich Fortschritte machst. Danke, dass du heute zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Wir laden regelmäßig neue Folgen hoch, die dir beim Deutschlernen helfen. Schreib uns gerne in die Kommentare, über welche Themen du mehr hören möchtest. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen.